Ich bin hier als fester, freier Toningenieur unterwegs, das seit 2000. Seit dem Jahr 2005 habe ich einen Vertrag mit der Lanxess Arena, sodass ich hier monatlich meine gewisse Anzahl an Tagen verbringe. Ich denke, dass die Halle den großen Vorzug hat, für meine Ohren sehr gleichmäßig ausgewogen zu klingen, was Frequenzgang anbelangt. Wir nicht erhebliche Unterschiede haben, wenn es darum geht, in einem leeren Raum zu proben und mit voller Besucherzahl ein Konzert stattfinden zu lassen. Da gibt es Räume, die komplett unterschiedlich klingen. Das ist bei uns nicht so dramatisch der Fall. Wir haben mit Sicherheit einige Ecken, wo wir erfahren, dass dort oft schlechter oder schlechterer Sound ist, weil er nicht genügend abgedeckt ist. Also da gibt es mit Sicherheit einige Tücken und man sollte über genügend Erfahrung verfügen, um hier ein glückliches Konzert durchführen zu können. Es ist mitunter unterschiedlich in der Form, dass sich manche sehr freuen, manche freuen sich einfach, manche akzeptieren, dass ich da bin, hören sich eventuell auch gerne mal an, was ich ihnen zu erzählen habe in Bezug auf, was kommt auf sie gleich zu, wenn sie mal zum ersten Mal den Ton einschalten. Über die Jahre habe ich erfahren, dass es eigentlich immer mehr ein offenes Ohr dafür gibt, auch wenn sie nicht zwingend meinen Dienst als Supporter für unsere Delay-Line benutzen, aber gerne aus der Erfahrung schöpfen, die ich mitteilen kann, was auf sie zukommt. Und dann auch gerne sagen, sag mir Bescheid, was dir nicht gefällt oder wo wir vielleicht noch etwas optimieren können. Also man ist da mehr und mehr mit offenen Ohren unterwegs. Da gibt es genau zwei Dinge, die elementar sind. Das Allerwichtigste ist, wie viele auch wissen, ist unsere Beschallungsanlage auch gleichzeitig Alarmierungsanlage. Bedeutet, wir müssen natürlich die Norm erfüllen in Richtung Überwachbarkeit, SPL-Werte und natürlich STI-Werte, die erreicht werden müssen. Das war Grundvoraussetzung für die neue Anlage. Und aus meiner Sicht kam natürlich der zweite Aspekt dazu, rein aus audiophiler Hinsicht, dass ich sage, die Anlage muss einfach klingen. Und ich möchte etwas, was neu hier installiert wird, dass die für meine Ohren klingt und mir Freude macht. Und dementsprechend natürlich auch Freude für Zuschauer, für unsere Produktionsabteilung, dass wir intern sagen, ja, das macht richtig Spaß, das ist eine fein, schön klingende Anlage. Also nicht nur diesen Aspekt TÜV und Alarmierung, sondern natürlich auch Klangästhetik berücksichtigt worden ist. Ja, das sind die zwei Hauptmerkmale. Die kamen zum Test einmal hier vorbei mit diesem genannten System und mich hat sofort beeindruckt die Leichtigkeit, mit der Sprache übertragen werden kann in Zusammenhang mit komplexer Umgebung. Sprich, dieses wurde einmal eingesetzt bei der Produktion Lachende Kölner Arena und derjenige, der sich ein bisschen in Köln und Umgebung auskennt, weiß, was das für mitunter Strapazen sind, die wir als Tonleute dort ertragen oder aushalten müssen. Das ist eine sehr schwierige Produktion, was das Gesamtergebnis anbelangt. Und da gilt es auf jeden Fall, Sprache und Sprachverständlichkeit ganz nach vorne zu stellen. Wir haben sehr hohe Umgebungslautstärke. Wir haben Tambourins, die irgendwo mitspielen. Wir haben ganz viele Gesänge, die mitmachen und so weiter. Das heißt, man muss sich schon da rein sortieren, bis man einen schönen Sound kreieren kann. Und dann ist es natürlich eine Hilfe,
wenn ich ein System habe, was mir von vornherein die Stimme angenehm warm nach vorne bringt, ohne da unglaublich viel am Mischpult kurbeln zu müssen, bis ich zu diesem Ergebnis komme. Und das war für mich ein ganz großes Merkmal, wo ich sagte, das gefällt mir richtig gut, das klingt angenehm und es hat diese Leichtigkeit, dass ich einen Gesang oder Vocals nach vorne bringen kann. Die Subwoofer dazu haben den großen Vorteil, dass sie in sich eine Cardio- oder Endfire-Preset vorhanden haben, was für mein Ansinnen an Sound in dieser Halle prädestiniert ist, damit ich konkret besser so im Schall verteilen kann, wo ich sie hinhaben möchte und das auch rausnehmen kann, wo ich sie nicht haben möchte. Und somit haben sich die zwei Elemente wunderbar eingefügt hier bei dieser Produktion zum Testen. Ja. Im konkreten Fall war es so, dass irgendwann der Zeitpunkt X war, wo der Auftrag erteilt worden ist, an diese Firma das umzusetzen. Und TW Audio hat sich dann auch sehr stark gemacht, praktisch das als Projekt durchzuziehen. Bedeutet alles, was damit zusammenhängt, Netzwerkstruktur, M-City musste neu aufgebaut werden, es wurden extra Fliegeracks dafür kreiert und so weiter. Und das ist entstanden vom Punkt Januar, Februar bis zum Einsatz oder Umbaupunkt Ende August letzten Jahres. Und in der Zeit wurden die ganzen Details ausgearbeitet und soweit oder bestmöglich vorbereitet, sodass wir es tatsächlich geschafft haben, innerhalb von 2 Tagen alles auszubauen, innerhalb von 4 Tagen alles einzubauen und in 2 Tagen einzumessen. Und das war der ganze Umfang. Und das hat für uns alle als Lohn der großen oder vielen Arbeit oder Detailarbeit in monatelanger Vorbereitung. Der Vorteil lag aber, dass wir eigentlich nur 3 bis 4 Personen waren, die das geleitet haben, also aus der Akustikecke kamen, aus der Programmierecke kamen, aus der Struktur her, wie können wir das aufhängen, also die ganze Mechanik vorbereitet haben. Und dann haben wir 4 uns immer gegenseitig ausgetauscht und das so weit präzisieren können, dass wir innerhalb von noch nicht mal 2 Wochen alles komplett spielfertig hatten in der neuen Konstellation. Ich bin großer Freund von klaren Strukturen. Das heißt, die DSP ist möglichst so aufgebaut, dass auch ein nicht audiophiler Mensch verfolgen kann, wie ist mein Signalfluss von bis, und dann es zusammenpacke in sogenannte Presets, um zu sagen, wir haben die Position Gäste Endstage. Dann weiß ich, wenn ich den Input dort besafte, geht er automatisch an die Lautsprecher und hat schon voreingestellt das und das Delay oder den und den Pegel und muss dann entsprechend das nachjustieren für diese jeweilige Produktion. Dann haben wir selbstverständlich unsere Center Preset. Das heißt, wenn wir hier KEC oder Handball selbst betreuen, dann gibt es das Preset, dass das alles auf die Center-Position delayed und eingestellt ist. Und so gibt es mehrfache Presets, die man aufrufen kann und entsprechend auch 2, 3 weitere Mitarbeiter sich damit auskennen und sagen, aufrufen, funktioniert, läuft. Wir sind im Moment nach wie vor analog in unserer Mischpulttechnik unterwegs. Und ab da setzen wir das um in digital. Das heißt, das Ganze ist AVB-basierend aufgebaut. Das heißt, Netzwerk ab unserer Tonregie bzw. abgesetzt. Ab dem Punkt, wo wir eine Fremdproduktion in unser System eindocken können, wird es digital über AVB verteilt, im Catwalk verteilt auf die verschiedenen Satelliten, die wir dort haben. Das ist alles komplett neu gemacht worden. Und zeigt auf in der Praxis jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, welche Vorteile dieser Umbruch für uns alle in der praktischen Anwendung gebracht hat. Wir haben jetzt durch die neue DSP-Struktur Möglichkeiten, die wir bisher nie hatten oder die es vielleicht auch bis vor wenigen Jahren auch gar nicht gab. Das heißt, zum Beispiel habe ich mehrfache Matrix-Möglichkeiten oder mehrfache
delayte Matrix-Möglichkeiten. Ich kann von mehreren Punkten in der Halle gleichzeitig in das System etwas hineingeben und wird aber trotzdem unterschiedlich für verschiedene Positionen oder räumlichen Positionen dargestellt. Das heißt, ich muss ja als erstes immer im Hintergrund haben, dass wenn eine Alarmierung stattfindet, dass die immer überall mit gleichem Pegel rauskommt. Aber ich habe dann einmal einen Input von unserem Tonregie aus oder ich habe einen Input von Position Nord Endstage oder ich habe einen Input von Gasproduktion im Süden oder am Mischpultplatz. Und ich kann diese gleichzeitig zusammenführen und auf verschiedene Systeme verteilen mit unterschiedlichen Delayzeiten, um trotzdem immer im Hintergrund zu haben, die Alarmierung ist nicht gefährdet, das heißt, es läuft immer 1:1 durch. Ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel das Konzert gewesen mit Philipp Poisel, dass wir dort 2 Wege zur Verfügung bekommen haben. Eins wurde generiert aus Position Endstage, dann war er mit einer B-Stage unterwegs, die separat auch nochmal eine komplette Beschallung hatte, innerhalb oder unterhalb vom Würfel. Und so dass wir ja 2 unterschiedliche Ortungspunkte hatten. Und dann haben wir unseren Oberrang benutzt als Delay-Line einmal für Endstage und einmal als Delay-Line für die Center Stage. Das heißt, je nachdem, wo der Kollege gespielt, gesungen hatte, kam dann entweder Master A oder Master B vom Pult aus hochgezogen und es passte wunderbar zum einen Ortungspunkt. Das war vorher undenkbar zum Beispiel. Oder ich habe die Möglichkeit, unser System, welches für den Unterrang ausgelegt ist, in Scheiben einzeln anzufahren und somit zum Beispiel auch unsere Logenebene 4 und 5 separat als Delay-Line zu benutzen. Oder wenn wir eine Theatervariation haben und wir nicht genügend Lautsprecher dabei haben, dass ich nur nach oben hin verlängern kann, ihre Abstrahlverhalten von ihren Lautsprechern. Das kann ich dann nach oben verlängern, weil ich nur die obersten 4 oder nur die obersten 2 anfahren kann. Aber trotzdem immer bewusst bin, wenn Alarmierung stattfindet, das gesamte System spielt. War vorher undenkbar. Und das macht natürlich Freude, dass man diese Möglichkeiten hat und dann sagen kann, pass auf, ich bin der Michael hier vom Haus, ich könnte dir helfen, vielleicht in der Position. Habt ihr da Interesse dran, können wir da zusammenarbeiten und dann findet so ein Austausch statt. Und mittlerweile ist es oft auch so, dass wir unsere Delay-Lautsprecher zur selbst mitgebrachten Delay-Lautsprecher nochmal hinzuschalten, um halt zum Beispiel den Effekt, wenn du seitlich Osten-Westen sitzt, habe ich die Erfahrung, dass ja immer nur ein Ohr beglückt wird mit einem Lautsprecher. Das ist in dem Fall meistens das Outfill. Und das andere Ohr ist aber so 45 Grad ausgerichtet zur Bühne, hört eigentlich mehr vom Raum. Und wenn ich dem dann etwas Direktschall gebe von uns dort montierten und eigentlich falsch ausgerichteten Delay-Lautsprecher gebe, habe ich einfach den Effekt, dass 2 Ohren mit Direktschall versorgt werden. Und das akustische Erlebnis ist so viel prägender, erfolgreicher oder schöner, dass ich den Sänger ganz anders wahrnehme, als wenn ich nur ein Ohr und den Sänger höre, dass ich sage, ich höre beide Ohren, das ist in der Impulsantwort richtig gesetzt, die Zeit. Und dann hat man die Freude, ja, beide Ohren. Das muss nicht laut, es geht gar nicht um Lautstärke, sondern nur um dieses eher Psychoeffekt. Ja, ich habe 2 Quellen, die mein Ohr beglücken und dann habe ich schon ein ganz anderes akustisches Erlebnis. Obwohl der 80, 90, 100 Meter entfernt ist, aber ich habe die Wahrnehmung ist einfach eine ganz andere. Und da steigen auch mehr und mehr Produktionen darauf ein, dass ich einfach nur sage, ich möchte es dir vorstellen. Selbstverständlich kannst du sagen, möchte ich nicht haben. Ich möchte nur mein System hören, gar keine Frage. Ich biete es an und einige sagen, ja, hast du vollkommen recht, lass es an, so und so viel dB an Pegel und dann setzen wir das zusammen um.